Vielen Dank an Frau Dr. Adamczyk-Enriquez und das Edith Stein Archiv für die Gelegenheit, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich heiße Carolyn Beard und ich bin Doktorandin an der University of Toronto in Toronto, Kanada, aber ich bin jetzt zu Hause in Niagara Falls, New York, USA. Meine Forschung befasst sich mit Theodosie oder dem Problem des Bösen im jüdischen Denken des 20. Jahrhunderts. In meiner Dissertation untersuche ich, wie Maria, die Mutter Jesu, als ein Symbol des Leidens im jüdischen Denken des 20. Jahrhunderts funktioniert. Heute spreche ich über die Rolle von Maria in den Schritten Edith Steins, einer der berühmtesten Konvertierten von Judentum zum Christentum im 20. Jahrhundert. Obwohl Stein im Laufe ihres Glaubenslebens auf verschiedene Weise über Maria geschrieben hat, analysiere ich heute nur ein wichtiges Dokument, das aus einem Übergangsmoment in ihrem Leben kommt. Als Teil ihrer persönlichen Notizen für ihr heiliges Ordensgelübde hat Stein am Karfreitag 1938 das Gedicht Juxta crucum tecum stare, unter dem Kreuz mit dir zu stehen, geschrieben. Im historischen Kontext der Verfolgung und Gewalt gegen Juden zeige ich, wie Stein in diesem Gedicht Maria, Mutter Jesu, als das höchste Bild des Leidens verstanden hat. Schon gibt es mehrere Studien über die Rolle von Jesu als ein Symbol des Leidens im jüdischen Denken des 20. Jahrhunderts. Wissenschaftler haben argumentiert, dass die Darstellung Jesu im Kontext des zunehmenden Antisemitismus des 20. Jahrhunderts einige Funktionen erfüllt hat. Jüdische Schriftsteller und Künstler stellten Jesu nicht nur als Juden dar, sondern auch als einen unter vielen leidenden Juden. Indem sie das Bild des leidenden Jesu verwenden, appellierten jüdische Autoren an Christen für Mitgefühl für die Notlage der Juden zu empfinden. Und durch die Verwendung von Bildern des sterbenden Jesu untersuchten die Autoren die Theologie des Todes Gottes, eine Theologie, die es im Judentum nicht gibt, aber ein wichtiger Teil von und Bewegung in der christlichen Theologie ist. Um ein Beispiel anzuzeigen, vielleicht kennt man die Gemälde Die Weiße Kreuzigung, die der jüdische Künstler Marc Chagall in 1938 gemalt hat. Es ist ein bekanntes Bild, wo Jesu auf dem Kreuz stirbt, während andere Juden um ihn herum leiden. Im Kontext des erstarkenden Nazi-Regimes versucht Chagall in dem Bild zu zeigen, wie Jesu nur einer von vielen leidenden Juden ist. Genau wie in diesem Bild, angesichts der starken Bilder des Leidens und Sterbens Gottes in der Passion Christi, erscheint Jesu als gemeinsames Symbol des Leidens und des Todes Gottes im jüdischen Denken des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt weniger Studien über die Rolle von Maria, der Mutter Jesu, im gleichen Kontext. Obwohl nicht so universell wie das Kreuz, ist Maria auch ein Symbol des Leidens. In der Bibel ist Maria eine Zeugin der Kreuzigung. Aufgrund des Verlustes ihres Sohnes erinnert man sich an Maria als die Mater Dolorosa oder die Schmerzensmutter. Und in der westlichen Kunstgeschichte gibt es viele Darstellungen der trauernden Maria, zum Beispiel in Darstellungen der Kreuzigung, der Kreuzabnahme und der Pietà.
Und ich habe hier ein paar Beispiele von Darstellungen Marias in jüdischen Kunst des 20. Jahrhunderts gewählt. Wir haben noch ein Chagall-Gemälde, das eine Darstellung der Kreuzabnahme ist. Und obwohl die Kreuzabnahme im Vordergrund des Gemäldes ist die zentrale Figur des Gemäldes eigentlich die Frau in Rot, die mit einem Kind im Arm die Kreuzabnahme beobachtet. Oft sieht man die Verdopplung Jesu als Kind und Leiche in Chagalls Mariendarstellungen. Wir haben noch zwei Beispiele von Mutter und Kind, Maria und Jesu, die beide von jüdischen Künstlern, die vor dem Naziregime geflohen sind. Und zum Letzten sieht man dieses außergewöhnliche Denkmal, das sich in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück befindet. Mit dem Namen Tragende zeigt es eine stehende Frau, die die Leiche eines Mannes hält. Diese Neuinterpretation der Pieta erinnert an die Erfahrungen von Frauen, die das Konzentrationslager erlebt haben. So meine Frage für uns heute ist, wie funktioniert Maria in dem Werk Steins? Meine Hauptquelle heute ist Quelle 23 in Steins Geistige Texte 2, die 20. Band im Herders Edith Stein Gesamtwerk. Die Quelle ist Steins Vorbereitungsexerzitien für die ewige heilige Gelübde, die Stein vom 10. April bis 19. April 1938 geschrieben hat. Sie hat diese Dokumente durch die Heilige Woche geschrieben und ich habe diese Datentabelle gemacht, damit wir ihre Schriften dem Karwochenkalender zuordnen können. Das Timing der Dokumente ist sehr wichtig. Stein hat ihr ewiges Ordensgelübde am 21. April 1938 gesagt. Das bedeutet, dass sie diese Notizen fast bis zu ihrem Gelübde geschrieben hat. Insbesondere, weil diese Dokumente persönlicher, privater Natur sind, geben sie uns ein intimes Porträt von Steins spirituellem Leben in dieser wichtigen Zeit in ihrer Berufung. Es gibt einen thematischen roten Faden, der sich durch alle diese Notizen zieht. Während sie über die Bibel und katholische liturgische Texte nachdenkt, hat Stein über die Rolle von Maria im Christentum und primär der Rolle der Mutter Gottes in der Heiligen Wochen geschrieben. Jedes Dokument hat Notizen, die mit Maria zu tun haben. Und in vielen Dokumenten ist Maria eigentlich das Hauptthema von Steins Notizen. So heute rede ich über Steins Gedicht Juxta Crucem Tecum Stare, das sie hat am Karfreitag, 15. April 1938 geschrieben hat. Stein hat diesen Titel wahrscheinlich einem berühmten Gedicht entlehnt, beginnend mit den Wörtern Stabat Mater Dolorosa, ist Stabat Mater ein lateinisches Gedicht von 13. Jahrhundert. Es zeichnet ein Bild von Maria als Mater Dolorosa oder die Schmerzensmutter, die Mutter Jesu, die so viele Leiden erlebt hat. Und interessanterweise ist unser Gedicht nicht Steins einzelner, wo wir den Satz Juxta Crucem Tecum Stare finden können. Sie hat auch diese Wörter in noch einem Gedicht benutzt und das Gedicht heißt Signum Cruxis und sie hat es am 16. November 1937 geschrieben. Wir können beide Gedichte Steins als Antwortgedichte betrachten. In einem Antwortgedicht benutzt eine Autorin die Wörter, Symbolen oder Bilder von einer anderen Quelle als Ausgangspunkt, etwas zu sagen im Antwort
zum Originaltext. In ihren beiden Gedichten baut Stein auf sehr unterschiedliche Weise auf dieselben Wörter auf. In Signum Crucis benutzt sie die Wörter von Stabat Mater, um das Bild des Kreuzes zu erkunden. Jesu und das Symbol des Kreuzes sind am Herz des Gedichts und Maria ist nicht dabei. Aber das ist im Gegenteil zu Juxta Crucem, wo Maria eine größere Rolle spielt und es gibt nur ein paar Wörter von Jesu in dem Symbol des Kreuzes. So jetzt werden wir zusammen das Gedicht lesen und interpretieren. Ich habe das Gedicht in 5 thematische Abschnitte unterteilt und ich werde uns durch jeden Abschnitt führen und dabei auf die Sprache, die Bildsprache und die Theologie von Steins Text achten. Als Stein das Gedicht anfängt, schreibt sie: Heut habe ich unter dem Kreuz mit dir gestanden und habe so deutlich wie noch nie empfunden, dass unter dem Kreuz du unsere Mutter worden. In den ersten Worten des Gedichts stellt Stein sich vor, bei der Kreuzigung Jesu dabei zu sein. Wenn sie schreibt, heute habe ich unter dem Kreuz mit dir gestanden, spricht Stein Maria als Du an. Es gibt unterschiedliche Traditionen, Maria bei der Kreuzigung darzustellen. Obwohl biblische Quellen besagen, dass Maria die Kreuzigung aus der Ferne beobachtete, wird Maria in der Kunstgeschichte oft als Zeugin des Todes ihres Sohnes am Fuße des Kreuzes steht. Und in diesem Gedicht stellt Stein sich vor, dass sie Maria unter dem Kreuz zur Seite steht, indem sie einen Platz neben Maria beansprucht, schreibt Stein sich in die Passionsgeschichte ein. Aber anders als Maria, die Zeugin des Leidens Jesu ist, richtet Stein ihre Aufmerksamkeit nicht auf Jesu, wie wir vielleicht erwarten würden, sondern auf Maria. Als Stein sich als Zeugin der Kreuzigung vorstellt, ist sie keine Zeugin des Leidens Jesu, sondern eine Zeugin des Leidens Maria. Unter dem Kreuz zieht Stein zu, wie Maria sich vor ihren Augen verwandelt. Im weiteren Verlauf schreibt Stein: und habe so deutlich wie noch nie empfunden, dass unter dem Kreuz du unsere Mutter worden. In diesen Linien gibt es 2 Verwandlungen. Erstens erlebt Stein eine Veränderung in der Art und Weise, wie sie Maria wahrnimmt. Sie sieht Maria wie noch nie. Sie sieht etwas Neues in der Frau und ihre Beziehung zur Frau verändert sich. Stein fühlt diese Veränderung, weil sich Maria unter dem Kreuz auch verwandelt hat. Wie Stein schreibt, wird Maria erst unter dem Kreuz Mutter aller. Das heißt, vor der Kreuzigung war Maria nur die Mutter Jesu. Nur durch die Ereignisse der Kreuzigung wurde sie auch unsere Mutter, die Mutter der gesamten Menschheit. Wir wissen, dass sich Jesu am Kreuz verwandelt hat, sei es nach christlicher Theologie als der Tod Gottes oder weil er einfach als Mensch von Leben in den Tod übergegangen ist. Aber wie kommt es, dass Maria sich im Tod ihres Sohnes verwandelt? In den nächsten Linien erforscht Stein Marias Identität zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit. Sie schreibt: Wie sorgt schon eine irdische Mutter Treue, des Sohnes letzten Willen zu erfüllen? Du aber warst des Herrn Mägd, des menschgewordenen Gottes Sein und Leben, das Sein und Leben restlos hingegeben.
Stein beschreibt hier, wie schwer es sein wird, für jede irdische Frau diesen Schmerz zu ertragen, den Tod eines Kindes mitzuerleben. Aber für Stein ist der Schmerz der irdischen Frau einfach nicht genug, um Marias Erlebnis zu beschreiben. Stattdessen betont Stein Maria und ihre Nähe zur Göttlichkeit. Wie Stein schreibt, war Maria nicht nur eine irdische Frau, sondern auch die Magd Gottes. In ihrer Rolle nicht nur als eine irdische Mutter, sondern auch als Magd des Herrn, gab Maria ihr ganzes Sein und Leben restlos zu ihrem Kind, der Gott geworden Mensch war. Indem sie Maria zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit stellt, betont Stein die vielen Ebenen der Beziehung, die Maria mit ihrem Sohn teilte, der ihr Liebeskind und auch der erhoffte Messias ihres Volkes war. Und hier können wir auch beachten, worauf Stein ihre Aufmerksamkeit richtet. In der christlichen Theologie ist die Kreuzigung einer der wichtigsten Momente der Menschwerdung, weil es der Moment ist, in dem der von Gott geschaffene Mensch menschliches Leid und Tod erlebt. In der Figur Jesu ist Gott am Kreuz an sein Menschsein gebunden. Aber Stein konzentriert sich nicht auf die Menschwerdung, zumindest nicht auf die Menschwerdung in der Gestalt Jesu. Stattdessen wird Stein unter dem Kreuz Zeugen der Schnittstelle zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit in Marias Leben. Ähnlich wie bei Chagalls Kreuzabnahme, als Stein Zeugen wird, wie Maria den Tod Jesu beobachtet, erinnert Stein sich an die Verkündigung, bei der Maria als Magd des Herrn berufen würde. Stein komprimiert die Zeit inzwischen die Verkündigung und die Kreuzigung und sie sieht in Maria die Mutter, die ihrem Kind alles gegeben hat. Und während sie sich an die Menschwerdung Gottes in Jesu erinnert, ist Stein eine Zeugin der Trauer Marias über den Verlust ihres Kindes und den Verlust ihres göttlichen Hoffnung. In dem dritten Teil schreibt Stein über Marias Trauer. Sie schreibt, so hast die Seinen du ins Herz genommen und mit dem Herzblut deiner bitteren Schmerzen hast jeder Seele neues Leben du erkauft. Unter dem Kreuz hat Stein die Verwandlung Marias zur Mutter der gesamten Menschheit gesehen, wie Maria alle Seinen Gottes ins Hart genommen hat. Und als sie hier schreibt, war diese Verwandlung zur Mutter aller durch das Herzblut ihrer bitteren Schmerzen unter dem Kreuz. Mit anderen Worten, Marias Verwandlung erfolgte aufgrund des tiefen Schmerzes, als sie den Tod ihres Sohnes miterlebte. Und Stein schreibt, dass durch Marias Herzblut der bittenden Schmerzen hat sie jeder Seele neues Leben erkauft. In meiner Studie dieser Gedichtziele erhebt Stein die theologische Behauptung, dass es der Schmerz Marias war, der zur Erlösung der Gläubigen führte. Auf den ersten Blick ist das eine ungewöhnliche Behauptung. Ich habe auf der PowerPoint-Folie einige biblische Passagen zusammengestellt, die eine ähnliche Sprache verwenden wie die wir in Steins Gedichte finden können. Aber in diesen Passagen, die über Bezahlung für alle, teure Blut und teuer kaufen reden, ist es Jesu oder Gott und nicht Maria, der die Erlösung anbietet. Es gibt einige Möglichkeiten, wie wir versuchen können, Steins Soteriologie oder Theologie der Erlösung zu erklären. Wir können das Wort Herzblut betrachten. Da Jesu der Sohn Marias ist,
können wir argumentieren, dass sie blutsverwandt sind und dass das Herzblut Marias eigentlich Jesu repräsentiert. Weiter können wir Verbindungen mit den Wörtern deiner bitteren Schmerzen machen. Vielleicht führen uns diese Wörter zurück zu der Strafe Evas, als Gott Eva mit einer schmerzhaften Geburt beflügte. Vielleicht sind die bitteren Schmerzen nicht der Kummer über den Tod eines Kindes, sondern die Geburtswehen, ein Kind auf die Welt zu bringen. Obwohl beide Möglichkeiten sind alternative Weisen, um das Gedicht zu interpretieren, dass Jesu die Erlösung erkauft hat, ist es meine Meinung, dass es eigentlich einfacher ist, die schwierige Interpretation aufzugreifen. Dann stellt dich vor, dass Maria durch die Trauer über den Verlust ihres Sohnes die Erlösung für die Menschheit erringt. Und Stein und Maria laden uns ein, eine Verwandlung unter dem Kreuz mitzuerleben. Im 4. Teil des Gedichts betont Stein, wie Maria den Schmerz kennt, ein Mensch zu sein. Stein schreibt, du kennst uns alle, unsere Wunden, unsere Schwachen, kennst auch den Himmelglanz, den deines Sohnes Liebe uns ergießen möchte in der ewigen Klarheit. So lenkst du sorgsam unsere Schritte, kein Preis ist dir zu hoch, uns ans Ziel zu führen. In dieser Passage schreibt Stein, dass Maria das menschliche Leid versteht, weil sie selbst so große Trauer erlebte. Stein stellt sich vor, dass Maria die Gläubigen begleitet und Seite an Seite mit ihnen geht. Stein glaubt, dass Maria um die Herrlichkeit des Himmels weiß und dass sie bestrebt ist, den Gläubigen auf dem Weg zum Ziel zu helfen. Noch einmal sehen wir diese Handelssprache, diese Wortwahl, die wir mit einer Theologie der Erlösung assoziieren würden. In ihrem Leiden zahlte Maria den Preis für die Erlösung der Gläubigen. Und letztens lädt Stein uns an, mit Maria unter dem Kreuz zu stehen. Stein schreibt, doch die du auserwählt dir zum Geleiter, dich zu umgeben einst am ewigen Thron. Sie müssen hier mit dir am Kreuze stehen und müssen mit dem Herzblut bittere Schmerzen der teuren Seelen Himmelsglanz erkaufen, die ihnen Gottes Sohn als Erbe anvertraut. Als Stein schreibt, bittet Maria ihre Auserwählten, die den ewigen Thron stehen wollen, mit ihr unter dem Kreuz zu stehen. Die Gläubigen werden sich der Trauer Marias anschließen und in dieser Trauer der teure Seelen Himmelsglanz erkaufen für die Menschen, die ihnen Gottes Sohn als Erbe anvertraut. Als Stein stellt sich vor, lädt sie ihre Auserwählten ein, durch Trauer und Schmerzen unter dem Kreuz eine Verwandlung sich zum Erleben und unter dem Kreuz mitzuteilen im Heilswerk des Gottes. Dieses Gedicht ist ein außergewöhnliches Beispiel des Gesamtwerks Edith Steins. Es gibt uns einen intimen Einblick in ihr spirituelles Leben, in einem wichtigen Moment ihres beruflichen Weges. Es markiert auch eine kleine Abkehr von den Schriften über das Symbol des Kreuzes, für das sie so bekannt ist, und eine Hinwendung der Erforschung des Leidens Mariens. Aber vor allem repräsentiert das Gedicht eine Zeit in Steins Leben, in der sie intensiv über Schmerz und Leid sowie über Hoffnung und Erlösung nachdachte, um ihre Überlegungen oder Notizen zu diesen Themen zu verarbeiten.
nahm sie nicht das Bild von Jesu am Kreuz auf, sondern von der trauernden Mutter bei seinem Fußen. Stein kommt zu dem Schluss, dass wir selbst in unserem Leiden nicht allein sind und dass wir Gefährten haben, die uns in unserer Trauer begleiten und auf das ewige Leben hin. Und vielen Dank für die Gelegenheit, heute mit Ihnen zu reden und ich freue mich auf unsere Diskussion.